Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fish It. Wir sind heute wieder auf dem Main, so wie gestern auch schon, ja, denn wir haben heute mit unserer Gilde Celtic seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Raid versucht und den wollte ich euch hier heute live im Video mal zeigen und mal zusammen raufschauen. Ich habe mich bisher jetzt noch nicht spoilern lassen, ob wir den gewonnen haben oder nicht, aber dadurch, dass wir mit unserer Gilde ja hier schon sehr, sehr stark unterwegs sind, würde ich sagen. Wir haben momentan ein Durchschnittslevel von 641. Das ist nicht verkehrt. Würde ich mal behaupten, dass wir hier gut am Start sind und ich weiß gar nicht momentan, bei welchem Raid wir jetzt gewesen sind, welcher das jetzt war, aber wir werden das auf jeden Fall mal gleich raussuchen. Und zwar hatte ich mir den hier gespeichert. Höllische Hölle heißt der Gilden-Raid. Ja, das ist das gute Teil hier, das Ding. Gilden-Raid, ja, und den hatten wir, ja, jetzt wenn das Video rauskommt, gestern halt um 15:28 versucht und wie gesagt, das letzte Mal ist wirklich schon Ewigkeiten her und ich würde mal sagen, wir schauen mal rein. Es ist wirklich mittlerweile ziemlich schwierig geworden, Gilden-Raids ja, zu bewerkstelligen, da diese nachher wirklich sehr, sehr krass, sehr stark werden. Ich weiß momentan nicht, wo jetzt die stärkste Gilde der Welt ja, raid-technisch gerade ist. Falls das jemand weiß, kann es ja sehr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall sind wir definitiv lange nicht so weit und haben es jetzt einfach mal wieder versucht, nach langer, langer Zeit hier mit so einem Gilden-Raid. Es bringt ja auch tatsächlich nachher nicht mehr wirklich viel, ne? Eigentlich sind es die ersten 50 Raids, die wirklich so entscheidend sind, sag ich mal, für die Gildenboni. Danach ist eigentlich alles nur noch so Zusatz und nicht mehr wirklich, ja, entscheidend für den späteren Spielverlauf. Ich würde mal sagen, wir skippen uns mal ganz leicht durch, ja, und schauen uns mal ganz langsam an, was hier so die Gilde ja, bewerkstelligt hat. So, da ist schon das Ding, 15 Gegner haben wir jetzt hier mittlerweile und mal gucken. Am schwierigsten wird natürlich der Endboss, das sind hier alles natürlich nur die kleinen Vorgegner vom Raid, das ist wirklich schon verdammt, verdammt lange her, ne? Und deswegen mal spannend zu sehen, wie sich, ja, wie wir uns jetzt hier entwickelt haben, denn ich weiß, das letzte Mal, als wir einen Raid versucht haben, da sind wir kläglich gescheitert, beziehungsweise es war, ja, so mittelknapp, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aber es ist wirklich schon Monate her, als wir es das letzte Mal versucht haben. Ja, und deswegen mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ja, okay, die Linnea ist hier noch am Start. Okay, und hat hier mit Neck jetzt auch das noch besiegt. Und da ist das Ding. Das ist das Ding auch schon. Mit 1,3 Milliarden Leben. Und ja, wundert euch nicht wegen den Stat-Punkten hier. Im Raid werden die immer runterreguliert. Ne? Ich glaube, da kamen auch mal in der Vergangenheit Fragen auf, warum wir hier so wenig Stat-Punkte haben. Das liegt dann tatsächlich daran, ne? Okay, ja, und hier wird natürlich einer nach dem anderen ausradiert, aber es sieht tatsächlich sehr gut aus. 47 Leute haben sich hier gemeldet für den Raid. Ich will es nicht beschreien, aber wir sind jetzt schon gleich bei der Hälfte und die extrem starken Leute, die kommen ja jetzt erst noch so. Ne, das Beste, ja, das Beste kommt zum Schluss, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, weil jeder trägt hier auf jeden Fall immer so seinen Teil dazu bei zum Raid. Das ist egal, ob man jetzt nun Stufe 100 ist oder Stufe 700. Ne? Jeder ja, trägt hier so einen kleinen Teil zu bei, auch die Gegner, die davor besiegt worden sind, das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Da komme ich jetzt schon an der Stelle. Mal gucken, ob wir noch rankommen, weil es sieht wirklich momentan echt nicht verkehrt aus, muss ich mal so sagen, dass wir den hier schon vorzeitig besiegen. Das heißt, wir können sogar in Zukunft, denke ich mal, ja, noch den ein oder anderen Raid danach noch anschmeißen. Je nachdem, wie dann halt eben auch die Meldequote ist. Aber ich will nicht zu viel sagen, vielleicht kriegen wir jetzt noch aufs Maul. Ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich jetzt nicht verkehrt, ne? Ich meine, ich glaube, wir haben auch, seitdem wir gemerged sind, also seit F9 gemerged worden ist, haben wir, glaube ich, noch keinen einzigen Raid-Versuch gemacht. Und Celtic ist ja seit dem Merge deutlich, deutlich stärker geworden.
Wir haben uns ja extrem verbessert. Wir haben auch sehr, 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 sehr viele sehr starke Spieler dazu bekommen. Und das macht natürlich auch einiges aus. Und wir sind sogar der Glückliche, der hier das Dingens besiegen konnte, wegkritten konnte. Und ihr seht den Reward dafür. Ja, es ist nicht wirklich der Rede wert, tatsächlich. Aber ja, im Late Game ist es, nimmt man es mit. So, ne? Es ist zumindest ein bisschen XP. Jetzt ist der Raid auch grün hinterlegt. Schön, dass sie das auch im Nachhinein auch nochmal so reingetan haben, weil ansonsten konnte man sich immer spoilern, ob man den Raid schon geschafft hat oder nicht. Man darf natürlich nicht in den Gildenchat schauen, da steht natürlich drin, ob man den Raid geschafft hat oder nicht. Das sollte man nicht machen. Aber wenn man direkt in die Post geht und hier das speichert, beziehungsweise hier nachschaut, dann wird man halt eben nicht gespoilert und das ist halt ganz cool. Und deswegen, ja, GG an der Stelle. Ich muss nochmal rausfinden, welcher Gegner das jetzt war, welcher Gilden-Raid. Das werde ich nochmal innerhalb der Gilde erfragen, beziehungsweise, warte mal, können wir das ja auch selbst mal schauen, ne? Warte mal, wo standen denn jetzt hier die Raids? Hier, okay, da sind wir. Von der Gilde erfolgreiche abgeschlossene Raids 121. Hätten wir auch direkt gleich drauf schauen können. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt nicht dran gedacht habe an der Stelle. Aber ja, das war Raid 121. Ja, und das ist natürlich nicht verkehrt. Wir können ansonsten auch mal schauen, wo jetzt die anderen Gilden momentan sind. Slicer ist auch bei 121. Okay, also es wird, glaube ich, mal Zeit, dass wir ein paar Raids machen. Wie gesagt, man hat ja auch gesehen, wir hatten noch ein bisschen Potenzial, es haben sich nicht ganz alle gemeldet. Horizon ist bei der 129 jetzt mittlerweile, das ist wirklich auch nicht schlecht, aber da haben sich natürlich auch sehr viele starke Spieler getroffen, um so eine Mega-Gilde hier zu gründen. Aber ja, ich denke mal, da kann man das nächste Mal dann auch mit ruhigem Gewissen nochmal angreifen. Ne? Jetzt haben wir momentan gerade wieder einen normalen Fight am Laufen, ne? Aber ansonsten kann man das natürlich sehr gerne mal machen. Ich habe schon jetzt lange nicht mehr geschaut, warte mal, wir müssten uns mal so einen gewonnenen Gildenkampf anschauen. Haben wir jetzt natürlich hier nicht drin, weil wir jetzt natürlich einen Raid gemacht haben. Ja, aber ich glaube zu meinen, dass ein gewonnener Gildenkampf auch so, jetzt haben wir leider hier nur Horizon und gegen die haben wir ja verloren wahrscheinlich, weiß nicht, so 2 Mille oder so bringt irgendwie an XP. Also tatsächlich ist es wahrscheinlich sogar klüger, normal das zu machen, aber da müsste man mal gucken, da muss ich mal drauf achten, wie viel das jetzt tatsächlich bringt, der normale Angriff gegen eine Gilde, ne? Ja, und dann ansonsten schauen wir mal einfach weiter. 150 Raids gibt es insgesamt. Mal gucken, wann das eines Tages mal abgeschlossen wird. Weil wie gesagt, ich glaube, selbst die besten Gilden der Welt sind noch lange, lange nicht so weit. Ich glaube, das war auf dem Server hier. Wir schauen mal, ja, genau. Okay, also die Endgegner sind ja momentan die stärkste Gilde. Ja, und die sind momentan auch bei 129. Also da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir da überhaupt hingelangen. Aber ja, was mich tatsächlich wundert ist, vielleicht haben die auch die Raids nicht gemacht. Kann auch sein, dass die auch einfach auf der Strecke liegen lassen haben. Aber 129, da waren doch jetzt auch Horizon gewesen, glaube ich, ne? Ja. Also entweder ist da so ein harter Blocker, dass da jetzt erstmal gar keiner weiterkommt an der Stelle. Oder die Endgegner haben so gedacht, machen jetzt erstmal normale Gildenangriffe weiter, bevor wir hier mit den Raids weitermachen. Das kann ich mir auch vorstellen, weil Horizon ist ja bei weitem nicht so stark wie die Endgegner. Und deswegen denke ich mal, dass, ja, wenn die Endgegner dann auch die höchste Wahrscheinlichkeit haben, als erste Gilde weltweit alle Raids zu besiegen. Aber das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik bis dahin. Schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Und ja, ich bin erstmal froh, dass wir jetzt hier auch einen weiteren Raid gemacht haben und geschafft haben.
Mal gucken, wir wollten jetzt noch einen zweiten Raid auf jeden Fall in Angriff nehmen, je nachdem wie es läuft. Wahrscheinlich morgen oder ich glaube am Sonntag. Und ja, ansonsten war es das soweit mit dem Video. Vielleicht hat es euch auch ein bisschen gefallen, mal so ein bisschen auf den Raid mitgenommen hier mit unserer Gilde hier, Celtic. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.